Guten Abend zusammen. Willkommen zurück bei Dankecast Deutsch. Ich bin Henry. Und ich bin Emilia. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Emilia, ich habe heute eine interessante Frage bekommen. Ein Zuschauer hat geschrieben, dass er seit 2 Jahren Deutsch lernt, aber immer noch Angst hat, im Supermarkt zu sprechen. Oh ja, das kenne ich. Viele Leute verstehen schon viel, aber sie sprechen nicht. Warum ist das so? Genau das ist das Thema heute. Die Komfortzone. Kennst du das Wort? Ja, natürlich. Die Komfortzone ist der Bereich, wo wir uns sicher fühlen. Alles ist bekannt, nichts ist neu oder schwierig. Richtig. Und beim Deutschlernen ist die Komfortzone sehr gefährlich. Sie ist wie ein gemütliches Sofa. Du sitzt dort, es ist warm, es ist bequem. Aber auf dem Sofa lernst du kein Deutsch? Genau. Sagt mal, liebe Zuschauer, sitzt ihr auch manchmal auf diesem Sofa? Schreibt uns in die Kommentare, wo eure Komfortzone beim Deutschlernen ist. Ich gebe euch ein Beispiel. Meine Freundin Maria lernt seit 3 Jahren Deutsch. Sie macht jeden Tag Übungen am Computer. Sie schaut deutsche Videos. Sie liest deutsche Texte. Das klingt doch gut. Ja, aber sie spricht nie mit deutschen Menschen. Wenn sie im Café ist und die Kellnerin kommt, sagt sie nichts. Sie zeigt nur auf die Speisekarte. Ah, verstehe. Sie bleibt in ihrer Komfortzone. Am Computer fühlt sie sich sicher. Da kann niemand sie hören. Da kann niemand lachen, wenn sie einen Fehler macht. Genau, aber so lernt sie nicht wirklich sprechen. Die Komfortzone ist wie eine unsichtbare Mauer. Eine Mauer aus Angst. Angst vor Fehlern, Angst vor Peinlichkeit, Angst, dass andere sagen, dein Deutsch ist schlecht. Aber wisst ihr was? Diese Angst ist völlig normal. Jeder Mensch hat sie. Ich hatte sie auch, als ich Englisch gelernt habe. Wirklich? Erzähl mal. Ja, ich war in London. Ich wollte eine Fahrkarte kaufen. Ich stand vor dem Schalter und habe 5 Minuten gewartet. Warum hast du gewartet? Ich hatte Angst. Ich dachte, was, wenn ich das falsche Wort sage? Was, wenn sie mich nicht verstehen? Also habe ich gewartet, bis niemand mehr da war. Und dann? Dann war der Schalter geschlossen. Ich musste am nächsten Tag wiederkommen. Oh nein. Das ist die Komfortzone in Aktion. Sie hält uns gefangen. Sie sagt, bleib hier, hier bist du sicher. Aber sicher bedeutet nicht gut. Sicher bedeutet manchmal, du entwickelst dich nicht weiter. Genau. Und jetzt kommt die wichtige Frage, wie verlassen wir die Komfortzone? Das ist eine sehr gute Frage. Es gibt viele kleine Schritte, die helfen können. Schritt Nummer 1. Akzeptiere, dass Fehler okay sind. Fehler sind nicht schlimm. Fehler sind deine Lehrer. Richtig. Wenn du einen Fehler machst, lernst du etwas Neues. Ohne Fehler gibt es kein Lernen. Ich erzähle euch eine Geschichte. Vor 2 Jahren war ich in einem deutschen Restaurant. Ich wollte Wasser bestellen. Aber ich habe gesagt, ich möchte ein Bier bitte. Oh, aber du wolltest doch Wasser. Ja, ich war nervös und habe das falsche Wort gesagt. Die Kellnerin hat gelacht. Ich habe auch gelacht. Dann habe ich gesagt, Entschuldigung, ich meinte Wasser. Und? War es schlimm? Nein, es war völlig okay. Die Kellnerin war freundlich. Ich habe meinen Fehler korrigiert und weitergemacht. Siehst du, das ist der wichtige Punkt. Die meisten Menschen sind freundlich. Sie helfen gerne. Schritt Nummer 2. Mach jeden Tag eine kleine Sache außerhalb deiner Komfortzone. Was bedeutet das konkret? Zum Beispiel, heute gehst du in die Bäckerei und bestellst ein Brötchen auf Deutsch. Morgen fragst du nach dem Weg. Übermorgen machst du ein kleines Gespräch mit dem Nachbarn. Kleine Schritte, das ist sehr wichtig. Du musst nicht sofort perfekt sein. Genau. Eine Frage an euch, liebe Zuschauer. Was ist eine kleine Sache, die ihr morgen auf Deutsch machen könnt? Schreibt es in die Kommentare. Schritt Nummer 3, finde Menschen, die auch Deutsch lernen. Üb zusammen. Das ist ein super Tipp. Zusammen ist es einfacher, die Komfortzone zu verlassen. Ja, wenn du mit anderen Lernenden sprichst, fühlt es sich sicherer an. Ihr macht alle Fehler, ihr lernt alle zusammen. Und niemand wird euch kritisieren. Ihr unterstützt euch gegenseitig. Es gibt viele Möglichkeiten. Sprachaustausch, Treffen, Online-Gruppen, Sprachkurse. Schritt Nummer 4. Feiere deine kleinen Erfolge. Oh ja, das vergessen viele Menschen. Wenn du heute ein Gespräch auf Deutsch geführt hast, ist das großartig. Es muss kein perfektes Gespräch sein. Es muss nicht lang sein. Aber du hast es gemacht. Das ist ein Erfolg. Ich schreibe mir alle meine kleinen Erfolge auf. Wenn ich einen schlechten Tag habe, lese ich die Liste. Dann sehe ich habe schon so viel geschafft. Das ist eine tolle Idee. Vielleicht können unsere Zuschauer das auch machen. Und noch etwas sehr Wichtiges. Die Komfortzone ist nicht immer schlecht. Wie meinst du das? Manchmal brauchen wir die Komfortzone. Wenn wir müde sind, wenn wir gestresst sind, ist es okay, dort zu bleiben. Ah, verstehe. Es geht um Balance.
Manchmal ruhen wir uns aus, manchmal fordern wir uns heraus. Genau, aber wenn du immer nur in der Komfortzone bleibst, dann passiert nichts. Dein Deutsch wird nicht besser. Die Magie passiert außerhalb der Komfortzone. Dort wächst du, dort lernst du wirklich. Ich habe noch einen wichtigen Tipp. Sei geduldig mit dir selbst. Das ist schwer, oder? Ja, sehr schwer. Wir wollen oft schnell Ergebnisse sehen, aber Sprachenlernen braucht Zeit. Und es ist kein gerader Weg. Manchmal gehst du 2 Schritte vorwärts, dann einen Schritt zurück. Aber das ist normal. Jeder Lernende hat diese Erfahrung. Wisst ihr, was ich interessant finde? Die Komfortzone wird mit der Zeit größer. Was meinst du damit? Am Anfang ist deine Komfortzone sehr klein. Vielleicht kannst du nur Hallo und Tschüss sagen. Das fühlt sich sicher an. Und dann? Dann lernst du mehr Wörter, du übst mehr. Plötzlich ist auch, wie geht es dir in deiner Komfortzone? Es fühlt sich nicht mehr schwer an. Ah, verstehe. Die Komfortzone wächst, wenn wir üben. Genau. Aber nur, wenn wir immer wieder kleine Schritte außerhalb machen. Wenn wir neue Dinge ausprobieren. Das ist ein sehr schönes Bild. Ich mag das. Noch eine Frage an unsere Zuschauer. Habt ihr schon mal eure Komfortzone verlassen? Was ist passiert? Erzählt uns eure Geschichten. Ich bin sehr gespannt auf eure Antworten. Ich auch. Und jetzt möchte ich noch über eine Sache sprechen. Die Stille. Die Stille, was hat das mit der Komfortzone zu tun? Sehr viel. Wenn du in deiner Komfortzone bleibst, bist du still. Du sprichst nicht, du bleibst stumm. Ah, darum geht es in unserem Titel. Die Komfortzone macht dein Deutschlernen stumm. Genau. Viele Menschen lernen Deutsch mit den Augen. Sie lesen, sie schauen Videos, aber sie benutzen nicht ihren Mund. Und das ist ein Problem. Sprache ist nicht nur Theorie, Sprache ist Kommunikation. Du musst sprechen, auch wenn es sich komisch anfühlt, auch wenn du Fehler machst. Ich gebe euch eine Übung. Sprecht laut, auch wenn ihr alleine seid. Das ist ein super Tipp. Wenn du zu Hause bist, sprich auf Deutsch mit dir selbst. Ja, beschreibe, was du machst. Ich koche jetzt, ich schneide die Zwiebel, ich gebe Salz in den Topf. Es fühlt sich am Anfang seltsam an, aber es hilft wirklich. Dein Mund muss die deutschen Wörter üben. Die Muskeln in deinem Mund müssen sich an die neuen Laute gewöhnen. Genau, es ist wie Sport. Du musst trainieren. Und je mehr du sprichst, desto einfacher wird es. Die Stille ist die gute, Stille ist bequem. Aber die Stille hilft dir nicht beim Lernen. Mutig sein ist wichtig. Mutig sein bedeutet, ich mache es, auch wenn ich Angst habe. Perfekt gesagt. Mut ist nicht das Fehlen von Angst. Mut ist Handeln trotz der Angst. Und wisst ihr was? Die meisten Menschen bewundern mutige Lernende. Ja, wenn jemand versucht, Deutsch zu sprechen, auch mit Fehlern, finde ich das toll. Ich auch. Es zeigt Respekt. Es zeigt, dass die Person sich Mühe gibt. Also, liebe Zuschauer, verlasst eure Komfortzone, sprecht Deutsch, macht Fehler, habt Spaß. Genau. Lernen soll auch Freude machen, nicht nur Stress. Wir haben heute viel besprochen. Was war der wichtigste Punkt für euch? Für mich ist es, kleine Schritte sind okay. Du musst nicht perfekt sein. Für mich ist es, Fehler sind Freunde, keine Feinde. Sehr schön gesagt. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Wir hoffen, diese Episode hat euch geholfen. Vergesst nicht, eure Erfahrungen in die Kommentare zu schreiben. Wir lesen alle Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, damit ihr keine neue Episode verpasst. Wir sehen uns in der nächsten Episode von Dankecast Deutsch. Macht's gut und viel Erfolg beim Deutschlernen. Tschüss. Tschüss!